Erst Couch, dann musste ich Kuchen oft mitbringen und dann irgendwann habe ich das Bett bekommen. Ganz herzlich. Im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Morgen geht es in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln. Und dass wir gegen den FC morgen spielen können, das haben wir einem Mann zu verdanken, der heute mein Gast ist. Da freue ich mich sehr rüber. Herzlich willkommen, Marius Wolf. Grüß dich, hi. Schön, dass du da bist. Freue mich auch. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, ein bisschen müde noch, aber geht. 3 Punkte weniger und der FC wäre letztes Jahr abgestiegen. 3 Punkte habt ihr geholt beim 2:1 in Dortmund. Und wer hat 2 Vorlagen gegeben? Marius Wolf. Dafür habe ich dich übrigens bei dem Spiel nicht so sehr gemocht. Aber nachdem du dann wieder hier warst, war alles gut. Wir verstehen uns bestens, das weißt du. War auch nicht ganz ernst gemeint. Wie war das für dich, als du dann quasi als Leihspieler zum Matchwinner wurdest? Ja, für uns war es wichtig erstmal als Köln quasi. Wir hatten davor keinen Sieg gehabt. War eine angespannte Situation. Wir sind nach Dortmund gefahren, auch noch mit dem Hintergedanken, wir haben hier eh nichts zu verlieren. Wir hauen einfach alles raus, schauen, was dabei rumkommt. Dass natürlich dann ein Sieg wurde, war für uns damals als Kölner umso schöner. Aber ja, ich denke, nicht nur der Sieg gegen Dortmund, sondern auch die anderen, wie das letzte Spiel gegen Schalke zu Hause war wichtig. Ja. Und aber es ist auch ein toller Verein. Auch absolut, ja, klasse, absolut. Ja. Muss man sagen. Auch viel so eine enge Verbundenheit mit den Fans auch, obwohl die nicht mal im Stadion waren. Viel Herz auch. Genau. Ja. Ja, letztes Jahr hat der FC gegen den Abstieg gekämpft. Dieses Jahr ist der FC eine der positiven Überraschungen der Saison. Was zeichnet den Verein aus? Ich denke, dass sie, wie es der Trainer vorlebt, auch viel über die Emotionen, über den Kampf, Aggressivität kommen. Und das eine Mannschaft ist, die es bisher sehr, sehr gut gemacht hat. Wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich eine der Überraschungen der Saison. Und man hat es auch wieder gegen Leverkusen gesehen. Ja, du bist wieder bei Schwarz-Gelb, du bist wieder bei Borussia. Dafür hast du in der Sommerpause ein paar Sonderschichten eingelegt. Das konnten wir ja in den sozialen Medien gut verfolgen. Warum hast du denn auf dem Trainingsplatz eigentlich lieber geschwitzt als im warmen Sand? Ich war im Urlaub auch, muss man sagen. Aber ja, ich wollte mich einfach vorbereiten auf die neue Saison, auf die Vorbereitung. Ja, weil ich gesagt habe, ich will wieder meine Chance ergreifen. Ich komme wieder zurück. Ich muss da bei 100% sein, wenn nicht sogar noch fitter. Und das war einfach der ausschlaggebende Punkt. Ich hatte trotzdem einen schönen Urlaub. Ja. Aber ja, wie gesagt, ich war viel zu Hause am Trainieren und ja, war trotzdem eine gute Zeit. Cool. In den vergangenen Spielzeiten war es ja ausgeliehen, Hertha, Köln, das wissen wir natürlich. In dieser Saison ist es anders. Was ist anders und was ist besser? Ja, erstmal anders, dass ich hier bin oder hier geblieben bin. Ja, wie gesagt, hat sich viel verändert, natürlich auch mit dem neuen Trainerteam, wo man sagen muss, wo für mich eigentlich so eine Chance war, dass es wieder bei Null startet, dass ich noch mal alles raushauen kann, jemanden was Neues quasi zeigen kann. Und ja, das war für mich auch der ausschlaggebende Punkt im Sommer, dass ich gesagt habe, ich will es versuchen auf jeden Fall. Ich gebe mein Bestes, ich hau mich rein und ja. Wolf ist wichtig, das hat unser Trainer diese Woche in Wort und Bild bestätigt. Einfach grundsätzlich, dass er ein guter Typ ist, sehr, sehr anerkannt im Team. Das spürt man, die Jungs mögen ihn aufgrund seiner Einstellung, aufgrund seiner Persönlichkeit, aber sie schätzen auch seine Qualitäten als Fußballer. Auch ich hatte mit Marius im Sommer natürlich ein Gespräch über seine mögliche Zukunft und die Art und Weise, wie er damit umgegangen ist, wie er sich reingehauen hat, zeigt einfach, dass er charakterstark ist und dass er sich hier durchsetzen will. Das ist beim BVB in der Konkurrenzsituation nicht einfach. Aber er stellt sich der Aufgabe und man sieht, wie schnell es im Fußball dann einfach auch gehen kann. Und das Wichtige ist, dass Marius und ich, glaube ich, immer sehr offen kommuniziert haben, sehr offen und ehrlich, was möglich ist und was nicht möglich ist, was ich will, damit er dann tatsächlich auch die Chance hat. Und dementsprechend, glaube ich, fühlt er sich gut abgeholt, weiß an was er ist
und zahlt das im Moment dann auch mit guten Leistungen zurück und es ist wichtig, dass wir ihn haben. Jetzt gucke ich einfach mal in deine Augen und sage, das hört sich gut an, oder? Kann ich nicht meckern, ne? Nee. Soweit Rose über Wolf, jetzt Wolf über Rose. Welchen Anteil hat der Trainer daran, dass du jetzt endlich angekommen bist in Dortmund? Ich sage das natürlich aus einem ganz besonderen Grund. Wolfsrevier, die neue Borussia, mit dem Titel endlich angekommen. Abgesehen davon, dass es extrem tolle Bilder sind, lernt ihr in dem Bericht auch einen extrem guten Typen kennen. Also das müsst ihr euch unbedingt durchlesen. Klasse gemacht, ne? Super, super. Kann man nicht meckern. Die Frage können wir jetzt beantworten, weil ich wieder zu viel geredet habe. Welchen Anteil hat der Trainer dran? Ja, einen sehr großen. Ich denke, wie es der Trainer auch schon gesagt haben, man kann mit ihm offen reden, man weiß, wo man ran ist. Ich denke, jeder Spieler bei uns fühlt sich wichtig, hat eine Rolle, wo er sich selber drin wohlfühlt und auch aufgeht. Was, denke ich, extrem wichtig ist für eine Mannschaft, auch für den Erfolg auf längeren Zeitraum. Weil, wie man es jetzt auch gerade sieht, wenn mehrere Spieler ausfallen, dass die Jungs, wo hinten dran sind oder nicht so viel gespielt haben, trotzdem direkt da sind, 100% geben, wissen, was zu tun ist und ja, auch einfach das mit Leistung auch zurückgeben. Und ich denke, das war ja, vielleicht in den Jahren davor für mich persönlich nicht so der Fall, dass mit mir so offen gesprochen wurde. Und das hat mir natürlich Das tut anscheinend sehr gut. Absolut, also kann ich nur bestätigen. Das ist einfach was, wo du als Spieler, ja, sage ich auch mal, brauchst. Jetzt wird man ja schnell Allrounder genannt. In deinem Falle, du spielst mal rechts, mal links. Am Dienstag hast du links begonnen, rechts aufgehört, warst offensiv einer der Aktivposten. Jetzt ist natürlich die Frage, ist Allrounder Fluch oder Segen? Ne? Ja, ich sag mal, teils natürlich wünscht man sich manchmal eine feste Position zu haben, aber ich meine, vor allen Dingen in der heutigen Zeit und im heutigen Fußball ist es, denke ich, eher was Positives, wenn du flexibel bist, weil man nicht... Das ist vielleicht heute so, glaube ich auch. Ja, ich meine, man stellt während dem Spiel die Systeme um. Ist, denke ich, auch gut für den Trainer, jemanden zu haben, der ja, mehrere Positionen spielen kann, allein schon, wenn sich jemand verletzt im Spiel, was man natürlich nicht davor weiß und man schnell umstellen kann, einen anderen Spieler bringen kann, dass jemand auf eine andere Position rückt und deswegen, ja, ich habe mich damit eigentlich schon länger gut abgefunden. Ich weiß, dass ich mehrere Positionen spielen kann und ich denke mal, für mich nichts Schlechtes. Beim letzten Heimspiel, also beim letzten Spiel Köln gegen Dortmund, beziehungsweise Köln in Dortmund, um es richtig zu stellen, hast du mit 2 Vorlagen dafür gesorgt, dass deine Mannschaft gewonnen hat. Ich glaube, dass du dich jetzt revanchieren solltest. Wäre natürlich nicht schlecht, ne. Ich setze natürlich alles daran, wenn ich spiele, wenn ich die Minuten bekomme, ja, unsere Mannschaft zum Sieg zu führen auf jeden Fall. Das ist das klare Ziel. Ist immer, denke ich, was so, Besonderes. Zu Hause müssen wir gewinnen. Ne? Also, Oder erstens das sollten wir, ja. Und für mich noch was Persönliches, denke ich, wenn man gegen seine Ex-Mannschaften immer spielt. Ja. Sehr schön, Marius. Also, zum Abschluss werde ich dich jetzt übrigens noch knallhart testen. Du hast bei sehr vielen Vereinen gespielt. Ja. Du hast viele Trainer gehabt. Ja. Und ich möchte natürlich wissen, wie gut du deine eigene Karriere kennst. Das sind harte Brocken dabei, das gebe ich wirklich zu. Also nicht einfach. Deshalb, lieber Marius, konzentrier dich. Okay. Bei welchem Verein hast du die meisten Profispiele absolviert? Ich finde es jetzt schon gut, dass du so überlegen musst. 1860 München? Richtig. 44. Aktuell beim BVB 35. Mit welchem BVB-Spieler hast du die meisten gemeinsamen Spiele absolviert? Es gibt einen kleinen Tipp. Er stand in 32 deiner 35 Bundesligaspiele mit dir auf dem Platz. Marco? Nein? Roman? Nein. Hä? Marco ist übrigens Dritter mit 28 Spielen. Schwer, ne? Axel?
Ja! Ja. Hey, Axel, sehr gut. Dritte Frage, Marius. Unter welchen deiner zahlreichen Trainer hast du dein Bundesliga-Debüt gegeben? Bundesliga-Debüt. Ja. Nico Kovac. Ah nee, das war Thomas Schaaf. Richtig! Hannover, ja. Selbstverbessert. Lass ich gerade noch gelten. Also, das war beim Spiel Stuttgart gegen Hannover. Ja, Hannover war die Endstand, 2-1 für uns. richtig, aber ich wollte es nur wissen. Weiß ich noch. Okay. Wie viele Rückennummern hattest du bereits in der Bundesliga? Jetzt bin ich mal 27. Sieben? 6. Aber ist nicht schlimm. War ja nah dran. Ehrlich? Ich- Ach so, ich habe jetzt 27 in Frankfurt und in Dortmund gezählt. Genau. Deswegen. Gegen welchen Torhüter hast du dein erstes Bundesliga-Tor erzielt? Was war denn? Gegen Roman, ja. Richtig. Er hat dich trotzdem danach bei sich wohnen lassen. Ja, überragend. Hatte mir ein bisschen übel genommen, aber ich habe oft Ja, Kuchen hast du auf der Couch schlafen Genau, müssen. erst Couch, dann musste ich Kuchen oft mitbringen und dann irgendwann habe ich das Bett bekommen. Das war's schon. Marius, vielen, vielen Dank, dass du dir die Danke Zeit dir. genommen hast. Und ich kann allen BVB-Fans nur das Heft empfehlen mit einer tollen Geschichte und tollen Bildern über Marius Wolf. Wir drücken natürlich die Daumen für morgen. Fahrt den nächsten Dreier ein, dann setzen wir uns an der Spitze ziemlich fest. Das wäre schön. Bleib gesund Das ist und wichtig. komm bald wieder zu uns ins Studio. Vielen Auf Dank, jeden Fall. Marius. Danke dir. Danke schön.